Im Moment wird die Lüftung hier aufgebaut in der Technikzentrale mit der Kanäle und Rohre, genauso wie die weiteren Gewerke Heizung, Sanitär, Elektro, Kälte. Bisher haben wir unser Geschäftshaus da in Esslingen rein anhand vom digitalen Modell erstellt. Genau das wollen wir jetzt mit der Gebäudetechnik auch so machen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein Lüftungsrohr mit allen zugehörigen Informationen. All die Informationen, die der Monteur braucht, um die Installation fachgerecht ausführen zu können. Die Lüftungsrohre sind mit der ID aus dem Modell versehen. Mit der gleichen ID hat auch schon Produktion geschafft. In die Produktion fließen die Informationen aus dem Modell direkt mit ein und zum Teil auch wieder zurück. Beispielsweise gibt die Produktion eine maximale Rohrlänge vor, welche fabriziert werden kann. Die Information ist dann wiederum zurück ins Modell eingeflossen. Auf der Baustelle gehen wir weiter mit Augmented Reality. Das heißt, das Modell wird dem Montagekoordinator in der AR-Brille direkt gespielt. Vor ihm heißt, er wird die Kanäle sehen im realen Raum. So er weiß, welcher Kanal geht wo in welche Position. Ja, mit der AR-Brille kann ich jetzt da die ID vom Teil einscannen. Danach habe ich ein Pop-up-Fenster, das aufgeht, wo ich Informationen zum Bauteil öffnen kann. Ich kontrollieren, ob das auch wirklich mit den Daten vom Etikett übereinstimmt. Schließe das Fenster wieder und kann jetzt natürlich auch wieder die Positionierung des Teils suchen. Klicken auf Schlüssel und dann blinkt mir das virtuelle Teil auf, was hergehört. Im Büro erhalten wir Planer eine Benachrichtigung vom Installateur vor Ort. In dem Fall die Benachrichtigung, dass die Lüftungsrohre montiert sind. Und so können wir auch über die Plattform, über das Modell interagieren. Das Ganze ist natürlich bei der Montage sehr hilfreich, aber noch viel hilfreicher ist es fürs Facility Management. So kann beispielsweise der Abwart schon vorab im Modell nachschauen, welche Filterklasse hat der Filter im Monoblock, welcher Typ von Leuchte muss gewechselt werden. Das spart immens Zeit und Aufwand. Hier besteht noch riesiges Potenzial, wo unser Modell in Zukunft einen noch größeren Mehrwert generieren kann. Das wird richtig spannend.